Die Informationen in diesem Video sind kaum in den öffentlichen Medien präsent und wurden von offizieller und wissenschaftlicher Seite nicht bewiesen. Einiges wird bisher in die Kategorie Pseudowissenschaft und Esoterik eingestuft. Dies bedeutet aber keinesfalls, dass wir dem Ganzen kein Ohr schenken dürfen. Das Nexus-Magazin berichtet über den Vortrag vom Baumwollpflanzer und Geschäftsmann David Hudson aus Phoenix, Arizona. Vortrag gehalten in Portland, Oregon. David Hudson stammt aus einer konservativen Familie und bewirtschaftet rund 28 Hektar. Der wohlhabende Mann macht 1975 eine Analyse von natürlichen Stoffen in der Gegend, denn dort ist der Natriumboden, in den kaum Wasser eindringen kann, ein Problem. Aus den Kupferminen in Arizona kauft er sich 93%ige Schwefelsäure, also eine extrem hohe Konzentration. Tonnenweise davon verteilt er auf seinem Grundstück. Durch die Schwefelsäurereaktion fing der Boden an, Blasen zu werfen und zu schäumen. Schwarzes Alkali wurde in weißes Alkali umgewandelt. Durch die Wasserlöslichkeit konnte er wieder Anbau betreiben. Er versuchte herauszufinden, wie viel Eisen es im Boden gab, um ihn zu verbessern. Bei genau diesen Analysen stieß er auf Stoffe, von denen niemand erklären konnte, was sie waren. Sie untersuchten diese Substanz. Nachdem sie es verdünnten, kam eine Lösung raus, die blutrot war. Als sie das Material chemisch ausfällten, wobei Zinkpulver als Reduktionsmittel genutzt wurde, kam das Material als schwarzer Niederschlag heraus, so wie man es bei einem Edelmetall erwarten würde. Ein Edelmetall löst sich nicht wieder in Säure auf, wenn man es chemisch aus der Säure herausgeholt hat. Nach weiteren Untersuchungen sagten ihm kommerzielle Laboratorien, dass es nichts anderes sei als Gold und Silber. Diese hatten aber merkwürdige Eigenschaften. Es zersprang wie ein Glas, wenn man mit einem Hammer draufschlug. Aber eine Legierung von Gold und Silber müsste man flach hämmern können, wenn nichts anderes enthalten ist. Er trennte das Gold und Silber und es blieb ein Haufen schwarzes Zeug übrig, welches er in Laboren untersuchen ließ. Man sagte ihm diesmal, dass es Eisen, Silizium und Aluminium sei. Doch aufgrund der Eigenschaften konnte es nicht sein, denn nach seinen Untersuchungen konnte man es in keinerlei Säuren auflösen. Forscher aus der Cornell-Universität brachten es ins Labor und konnten ihm sagen, was es ist, wenn es nicht Chlor, Brom und eins der leichteren Elemente ist. Er gab eine Menge Geld für die Untersuchung aus und die damaligen Fachleute kamen zum Ergebnis, dass es keines der Elemente auf der Tabelle des Periodensystems sei. Eine detaillierte Beschreibung zu dem, was in verschiedenen Laboratorien genau passierte, findet ihr im Nexus-Magazin. David erzählt, dass bei den Analysen Resultate gezogen wurden, die physikalisch nicht möglich waren. Laut einem damaligen Doktoranden in dem Gebiet müsse man die Physikbücher neu schreiben. Mehrere Forscher bestätigten die ungewöhnlichen Eigenschaften. Irgendetwas war hier anders. 1988 beantragte er ein Patent für Orbitally Rearranged Monoatomic Elements, monoatomare Elemente mit neu geordneter Elektronenumlaufbahn, kurz ORMES. Monoatomisches Gold, auch bekannt unter den Namen ORMES, ORMUS, MFKTZ, einatomisches Gold und so weiter. Es soll die Eigenschaft haben, aus einzelnen Atomen ohne Atombindung zu bestehen. Sie hatten Orme Gold, Orme Palladium, Orme Iridium, Orme Ruthenium etc. Die Bindungslosigkeit der einzelnen Atome wird als neuer Aggregatzustand angenommen. Er wird auch Monoatomic State oder M-State genannt. Als das Patentamt genauere Informationen über das Material wollte, untersuchten sie es mit einer Maschine, die thermogravimetrische Analyse genannt wird. Dabei wird die vollständige Atmosphäre der Probe kontrolliert. Es ergaben sich merkwürdige Verhältnisse. Hudson berichtet: Wir erhitzten das Material um 1,2 Grad pro Minute und kühlten es mit 2 Grad pro Minute ab. Wir fanden heraus, dass das Material 102% wiegt, wenn man es oxidiert, und dass es 103% wiegt, wenn man den Wasserstoff reduziert. Soweit so gut, kein Problem. Aber wenn es schneeweiß wird, wiegt es 56%. Das kann eigentlich nicht möglich sein. Wenn man das Material ausglüht und es weiß wird, wiegt es nur 56% des Ausgangsgewichtes. Wenn man das auf eine Quarzwaage legt, wiegt es 56%. Wenn man es bis zu dem Punkt erhitzt, wo es in das Glas schmilzt, wird es schwarz und alles Gewicht kehrt zurück. Also hat sich das Material nicht in Luft aufgelöst. Es war noch da. Es konnte nur nicht mehr gewogen werden. Das war der Punkt, als jeder sagte, das sei einfach nicht richtig.
Es könne einfach nicht richtig sein. Wissen Sie, als wir es unter Helium und Argon wieder und wieder erhitzten und abkühlten, wog es, wenn wir es abkühlten, 300 bis 400% seines Ausgangsgewichtes und wenn wir es erhitzten, wog es tatsächlich weniger als nichts. Wenn es nicht in der Pfanne war, wog die Pfanne mehr als sie wog, als dieser Stoff noch drin war. Ist so etwas möglich? David fängt an, sich mit Physik zu beschäftigen und hat sogar seine Erklärungsansätze. Doch unter anderem fragt er sich etwas, was für seine Nachwelt von Bedeutung sein wird. Was würde wohl passieren, wenn wir dieses Material einem Menschen verabreichen würden? Da es keine Metall-Metall-Verbindung ist, hat es auch keine Schwermetalleigenschaften. Er soll nach verschiedenen Tests im Sterben liegende Menschen geheilt haben. Er sagte dazu, dieses Material ist kein Anti-Sowieso-Medikament. Es ist nicht Anti-Aids. Es ist nicht Anti-Krebs. Es ist pro Leben. Es ist buchstäblich Geist. Dieses Material ist nicht hier, um AIDS zu heilen. Es ist nicht hier, um Krebs zu heilen. Das Material ist hier, um unseren Körper zu vervollkommnen. Es bewirkt, dass unser Körper in den Zustand kommt, in dem er eigentlich sein sollte. Es ist unser eigenes Immunsystem, das die Krankheit bekämpft und heilt. Wenn wir unsere DNS in jeder Zelle im Körper korrigieren können, wenn wir die eingetretenen Schäden reparieren können, die den Krebs ausgelöst haben, oder Schäden, die durch Viren und AIDS entstanden sind, werden wir förmlich zu perfekten Wesen. Wir werden in den ursprünglichen gesunden Zustand zurückkehren, in dem wir eigentlich alle sein sollten. Es handelt sich um kein Medikament. Dieses Material ist in Wirklichkeit ein philosophisches Material. Es ist hier, um uns zu erleuchten und um das Bewusstsein der Menschheit zu erweitern. Wenn es nebenbei auch noch Krankheiten heilt, dann ist es ebenso. Den meisten von uns fällt es schwer, seine wahre Wirkungsweise zu erfassen. Zusammenfassend kann man sagen, dass Hudson glaubte, dass monoatomische Elemente antigravitative Eigenschaften haben, also 56% ihres Gewichtes verlieren und in Abhängigkeit zu Magnetfeldern ihr Gewicht verändern können, supraleitende Eigenschaften haben bei üblicher Raumtemperatur, 5% der Gehirnmasse von Tieren ausmachen, heilende Effekte haben, keinerlei Nebenwirkungen oder toxische Wirkungen haben, trotz der Tatsache, dass es sich um Schwermetalle handelt und so weiter. Er zitierte oft den örtlichen Rabbi in Arizona. Er war der Meinung, dass die Hebräer wussten, dass es eine weiße Form von Gold gäbe, aber durch die Zerstörung des ersten jüdischen Tempels in Jerusalem diese Information verloren gegangen ist. Hatte David Hudson wirklich diesen chemischen Zustand wiedergefunden oder fehlte der damaligen Wissenschaft einfach nur das entsprechende Wissen, um den ganzen Zauber aufzulösen? Es wäre interessant, wenn sich die heutige Wissenschaft diesen Fall genauer anschauen würde. Wir sind keine Experten in diesen Gebieten. Wir geben nur die Überlieferungen wieder. Schaut man sich das Leben vom Propheten Moses an, gibt es reichlich interessante Dinge, die passiert sind. Doch wir richten unser Augenmerk auf das, was nach der Flucht vor dem Pharao passiert ist. Die Israeliten, die mit ihm geblieben waren, hatten seine Wunder akzeptiert. Unter anderem hatten sie gesehen, wie Moses das Meer teilte, wodurch sie und er flüchten konnten. Doch der Pharao und seine Männer ertranken. Nach einigen anderen Geschehnissen sind sie irgendwann in der Wüste unterwegs. Dort mangelt es sehr an Nahrung. Sie verlangten verschiedene Dinge vom Propheten. Der Prophet betet zu Gott und durch ein Wunder fängt mitten in der Wüste an, aus 12 Quellen Wasser zu sprießen. Doch darüber hinaus ist von einer sehr interessanten Nahrung die Rede, welche die Israeliten bei der Wanderung vor dem Hungertod rettete. Durch die Gebete Moses schenkte Gott ihnen Wachteln und das sogenannte Manna. Was Wachteln sind, wissen wir, doch was genau war das Manna? Diese Frage stellen sich heute noch Dutzende Menschen aus aller Welt. Als sich die Tauschicht gehoben hatte, lag auf dem Wüstenboden etwas Feines, fein wie Reif, auf der Erde, so heißt es in der Bibel. Im Christentum und Judentum wird es auch als Himmelsbrot bezeichnet. In der Sure Al-Baqarah im Koran findet dieses Ereignis und diese Nahrung ebenfalls Erwähnung. Die Israeliten waren auch irgendwann damit nicht mehr zufrieden. Sie zeigten Undankbarkeit, hielten nicht zu den Propheten und verbrachten weitere 40 Jahre in der Wüste. Durch die Funde an bestimmten Orten, an denen sich der Prophet und die Israeliten befanden, wird heute oft behauptet, dass es sich bei Manna um monoatomisches Gold handelt.
Eine bekannte Entdeckung in dem Bereich, die mit dem Ganzen in Zusammenhang gebracht wird, ist die von Sir William Flinders Petrie auf der Sinai-Halbinsel am Berg Serabit. Dabei soll er massenweise weißes Pulver entdeckt haben, das man heute für monoatomare Elemente hält. Spencer Cross behauptet in seinem Buch The Great Pyramid, A Factory for Monoatomic Gold, dass in der großen Pyramide von Gizeh wie in einer Fabrik monoatomisches Gold hergestellt wurde. Er gibt sogar Details zur Produktion. Einige wagen sogar zu behaupten, dass die Pyramiden mithilfe der antigravitativen Fähigkeit des Materials gebaut werden konnte. Ein gottgegebenes Rezept oder eine schon vor dem Ereignis bekannte Substanz? Es ist nicht bewiesen, ob es derartige Substanzen überhaupt gibt, dann noch mit solchen Eigenschaften. Geschweige denn, dass diese Substanz die Nahrung ist, die die Israeliten vor tausenden Jahren gegessen haben. Dennoch wirbt man heute fast schon mit magischen Eigenschaften, unverzichtbar dabei die Aktivierung der Zirbeldrüse. Wenn das stimmt, wissen wir ja aus dem letzten Video, was das für unseren Körper bedeuten würde. Den Freimaurern wird aufgrund ihrer Herkunft vorgeworfen, dieses Wissen über diese geheimnisvolle Nahrung noch zu besitzen. Ebenfalls in dem Zusammenhang wird in manchen Kreisen behauptet, dass Krebs in Israel nahezu eine Ausnahmeerscheinung sei. Dazu gibt es trotz solider Beliebtheit dieser Theorie keine Belege. In die Welt gesetzt wurde dieser Mythos der geringen Krebssterblichkeit in Israel durch den deutschen Arzt und Wunderheiler Rik Gerd Hamer. Er und seine Anhänger der germanischen Neuen Medizin vertreteten die Meinung, dass die Krebssterblichkeit in Israel extrem gering sei. Er zitierte dabei in einem offenen Brief einen Newsletter der israelischen Botschaft. Dieser ist nicht erfunden. Kann man selbst im Archiv nachschauen. Dort steht drin, dass 2003 nur 160 und 2004 152 Menschen an Krebs in Israel gestorben sind. Hamer hat dies genauso zitiert. Doch es wurde wohl über die international standardisierte Mortalitätsrate berichtet, das sich auf 100.000 Einwohner pro Jahr bezieht. Man hatte nicht nochmal erwähnt, dass es pro 100.000 Einwohner gemeint war. Später wurde diese Ausgabe korrigiert. Auch die Statistiken der Weltgesundheitsorganisation sprechen gegen Hamers Behauptung. Demnach gab es 2004 zum Beispiel 9.280 absolute Tote in Israel. Es wurde ihm antisemitische Hetze vorgeworfen. Es liegen viele erstaunliche Behauptungen auf dem Tisch. Hinterlassenschaften aus wissenschaftlich nicht erklärbaren religiösen Geschehnissen motivieren sowohl Experten als auch Laien zur Forschung. Einem neugierigen Menschen, der sich genau in der Mitte befindet, bleibt sich die Aufruhr mit Vorsicht anzuschauen. Denn wie wir auch auf diesem Kanal oft gesehen haben, kann die offizielle Wahrheit neu geformt werden. Durch Entdeckungen, die überhaupt nicht für möglich gehalten wurden, weil sie aus Erzählungen stammten, die zu fern von unserer aktuellen Realität waren.